It's just that as scholars looked at that, they came to the conclusion that there weren't enough manuscripts that said Jesus to overthrow the majority of manuscripts that said Lord. Aber als die Gelehrten sich das angesehen haben, kamen sie zu dem Schluss, dass es zu wenige Manuskripte gibt, die Jesus haben, als dass das reichen würde, dass man die Mehrzahl der Manuskripte, die dort Herr stehen haben, einfach dann ändern würde. So what changed? Was hat sich also jetzt daran geändert? Well, when you analyze the manuscripts that say Lord, Nun, wenn man alle Manuskripte analysiert, die dort Herr haben, and you analyze the manuscripts that say Jesus, und du analysierst die Manuskripte, die dort Jesus haben, and you ask the question, which group of manuscripts has more consistency or coherence to it, und man fragt sich dann, okay, welche dieser beiden Gruppen von Manuskripten hat denn mehr Konsistenz, mehr Kohärenz? the computer says the group that says Jesus. Dann findet der Computer heraus, diese Gruppe, die sagt Jesus. In other words, what they discovered is that when you look at the manuscripts that say Lord, very frequently the manuscript that it looks like they're most closely related to had originally said Jesus. Tatsächlich ist es so, dass man herausgefunden hat, dass die Manuskripte, die Herr sagen, teilweise am engsten verwandt sind mit den Manuskripten, die Jesus sagen. But the ones that said Jesus were not related to the ones that said Lord. Aber die Jesus haben, sind nicht verwandt mit denen, die Herr haben. So what it seems is scribes stumbled at the idea of saying Jesus was the one who delivered the people out of Egypt, and so either inadvertently or purposefully they put Lord instead of Jesus. Es scheint also so, dass das so war, dass die Schreiber, die das Neue Testament kopiert haben, dass sie an dieser Stelle darüber gestolpert sind, dass dort Jesus stand, und sie haben stattdessen lieber Herr eingesetzt. Now, so far they have only applied this methodology to what are called the General Epistles. Bisher wurde dieses neue Computerverfahren nur angewandt auf die Bücher des Neuen Testaments, die man die allgemeinen Briefe nennt, And the book of Acts. und auf die Apostelgeschichte. The next two books out, at least the rumor is, will be the Gospel of Mark and the Gospel of John. Den Gerüchten zufolge werden die beiden nächsten Bücher, die fertig werden, das Evangelium nach Markus und nach Johannes. When, we don't know. Wann das der Fall sein wird, wissen wir nicht. But it, like I said, could take another 20 years. Wie ich sagte, es könnte noch 20 Jahre dauern. It's not like there's a huge amount of money just laying around to do this kind of research. Es ist leider nicht so, dass es da irgendwie viel Geld gäbe, was so rumliegt, was man benutzen könnte für solche Art der Forschung. Now, I can assure you, if you want to buy, for example, the newly published version of the book of Acts, Und ich kann euch sagen, wenn ihr zum Beispiel diese neue Version, diese neu herausgebrachte Version der Apostelgeschichte kaufen wolltet, I'm not sure what this is, and you can transfer it, but it's about $330 just for Acts. dann kostet das ungefähr $330 nur für die Apostelgeschichte, also irgendwas um die 300 € vielleicht. It is about 4 volumes about that thick. Das sind 4 Bände, die ungefähr so dick sind. So can you imagine how big the entire New Testament is going to be? Könnt ihr euch also vorstellen, wie groß das gesamte Neue Testament sein wird? You got to admit, it's going to look very impressive on your shelf. Ihr müsst zugeben, das würde auf euren Regalen ziemlich imposant aussehen. I mean, I think it would be a wonderful present for your pastors, don't you think? Ich denke, das wäre ein wundervolles Geschenk für euren Pastor, nicht wahr? Leather edition, right? Ja, mit Ledereinband. I don't know when it's all going to be out, but unfortunately, I probably will have to buy it. Ich weiß nicht, wann das dann alles tatsächlich rauskommen wird, aber ich fürchte, ich werde das alles kaufen müssen. But the point is this: there are many works of antiquity. Der Punkt ist der: Es gibt viele Werke des Altertums, that you can not even begin to do the level of study on them that we can do on the New Testament. Bei denen könnte man nicht mal beginnen, so eine Erforschung durchzuführen, wie wir das mit dem Neuen Testament können. For the vast majority of the works that were written in antiquity, we have
very few manuscripts. Die allermeisten Werke, die in der Antike geschrieben wurden, von denen haben wir nur ganz, ganz wenige Manuskripte. And the first manuscripts we have were written 500 to 900 years after the original was. Und die frühesten Manuskripte, die wir noch haben, die kommen aus einer Zeit von 500 bis 900 Jahren nach den Originalen. So scholars who study those manuscripts look at those of us that study the New Testament and go, what are you complaining about? Das heißt, die Gelehrten, die sich mit solchen Werken befassen und die untersuchen, die schauen zu uns und denken, wie könnt ihr euch überhaupt beschweren? I mean, our problem is we have so much in comparison to everybody else who has so little. Unser Problem ist, dass wir so viel haben im Vergleich zu den anderen, die diese anderen Werke erforschen, die so wenig haben. And given how hard Rome tried to stamp out the Christian faith and the Christian scriptures, it's amazing what we really do have from those early years. Wenn man bedenkt, wie intensiv Rom versucht hat, den christlichen Glauben ja so zu lenken, dann ist es, und die Schriften, dann ist es erstaunlich, dass wir überhaupt so viele Manuskripte aus so frühen Jahren haben. For example, now I apologize, I do not have the necessary connector to connect up to the projection system. So, ich muss mich entschuldigen, eigentlich müssen wir uns entschuldigen. Wir haben leider nicht den richtigen Adapter, um den Beamer, den Projektor hier zu gebrauchen. Das hat leider nicht geklappt. However, I do have a very large iPad. Aber dafür habe ich ein ziemlich großes iPad. That's why you needed to sit. The front row Baptists will get to see this. The back row Baptists, not so much. Das ist der Grund, weshalb die Baptisten, die hier in der ersten Reihe sitzen, das sehen können. Die da hinten sitzen, dann halt nicht. And if you're a Lutheran, hey, what does it matter? Und wenn ihr Lutheraner seid, dann ist es ja eh egal. But on the screen here right now, I have a little fragment called P52. Auf diesem Bild hier könnt ihr ein kleines Fragment sehen mit der Bezeichnung P52. In real life, it's a good bit smaller than it is on the screen. In Wirklichkeit ist es noch kleiner, als es hier auf diesem Foto ist. It's about the size of a credit card. Es ist ungefähr die Größe einer Kreditkarte. And it is written on both sides. Es ist auf beiden Seiten beschrieben. Now, can you imagine why that's important? Könnt ihr euch denken, warum das wichtig ist? If it's written on a scroll, it's only going to be written on one side. But here, this is probably the earliest fragment we have of any book of the New Testament. Wenn es nämlich auf einer Schriftrolle geschrieben wäre, dann wäre es nur auf einer Seite. Also wir haben ja ein Buch, ein Kodex. Möglicherweise ist das Teil des ältesten Buches des Neuen Testaments, das wir haben. Now, you get all sorts of debates about this. Und es gibt alle möglichen Diskussionen darüber. Because there's no date on it. Weil leider kein Datum draufsteht. That would make it easy. Das wäre dann deutlich einfacher. This book was copied on July 2nd. Dieses Buch wurde abgeschrieben am 7. Juli. Naja, so ist es halt nicht. Doesn't work. Funktioniert so nicht. So you have to use other methodologies to attempt to establish a range of possible dates for those manuscripts. Und deswegen muss man andere Methoden anwenden, um ja, zu so einem zeitlichen Rahmen zu kommen, in welchem dieses Manuskript wahrscheinlich entstanden ist. So when scholars look at this, they look at the style of writing. Wenn Sie also Gelehrte das ansehen, dann schauen Sie auf den Schreibstil, the material that was used to write on. Das Material, was gebraucht wurde, auf dem geschrieben wurde. And it really helps when you have some idea of where it was found. Und es ist immer sehr hilfreich, wenn man ungefähr weiß, wo das gefunden wurde. Unfortunately, for the vast majority of our early fragments, we don't know that information. Leider wissen wir das für die große Mehrheit unserer frühesten Manuskripte nicht. That last information, that is where it was found. Diese letzte Information, also wo sie gefunden wurden. In fact, I'll show you a picture a little bit later of me holding a little fragment. 1/3 of it's in Australia, the other 2/3 of it's in Italy. Ich werde euch nachher noch mal ein Bild zeigen, wo man mich sieht, wo ich so ein Fragment halte. 1/3 dieses Fragments befindet sich in Australien und das andere 2/3 befindet sich in Italien. Which illustrates the problem. These manuscripts can end up all over the world, and we very rarely know who's selling them and why they're selling them and things like that.
Das ist immer das Problem. Diese Manuskripte, die können letztlich überall auf der Welt enden. Ja, und man weiß nicht, wer verkauft sie, warum verkauft er sie. But when this was found in the 1930s, Aber als das in den 1930er Jahren gefunden wurde, well, it was discovered in the basement of a university in England. es wurde im Keller einer Universität in England entdeckt, In a box of other fragments that had been brought to England from Egypt. in einer Kiste zusammen mit anderen Fragmenten, die aus Ägypten nach England gebracht worden waren. When it was shown to the 4 leading papyrologists of that day, Als es damals den 4 führenden Papyrusgelehrten gezeigt wurde, 3 of the 4 dated it to around the year 125 AD. dann how many? 3 of the 4. Drei von denen haben gesagt, das datiert aus der Zeit ungefähr 135 nach Christus. And one put it in the first century around the year 95 AD. Und einer hat gesagt, nee, das ist aus dem 1. Jahrhundert, so ungefähr um 95 nach Christus. Now, what they really do is they establish a range about 25 years each direction. Was sie also gemacht haben, sie haben also so einen Zeitrahmen damit geschaffen von ungefähr so 35 Jahren. So traditionally, this would be dated between 100 and 150. So traditionell wird das jetzt mittlerweile eingeordnet so zwischen 100 und 150 nach Christus. Now, what makes that interesting is what book this is from. Das Interessante daran ist auch, aus welchem Buch dieses Fragment kommt. It comes from the 18th chapter of the Gospel of John, Das ist nämlich das 18. Kapitel des Johannesevangeliums. which interestingly enough is Jesus' discussion with Pilate about what is truth. Interessanterweise ist das die Diskussion, die Jesus mit Pilatus darüber hat, was Wahrheit ist. Now, once again, I get to blame you guys. Und wieder seid ihr die Schuldigen. It was very popular in the late 19th century thanks to German scholarship. Dank der deutschen Gelehrten war es Ende des 19. Jahrhunderts gang und gäbe. And we just sort of followed along because you guys sound so smart. Und der Rest der Welt hat einfach irgendwie mitgemacht, weil ihr Deutschen irgendwie so klug klangt. I mean, who would you believe? Me or someone who looks so scholarly as this? Also wem würdet ihr denn glauben? Ihm oder mir, der so gebildet aussieht? This is why you don't do the translation, isn't it? That's why you're hiding back there. Yeah. Deswegen macht Peter nicht die Übersetzung. He can put up with the abuse. I'm not sure you can do that. But anyway, German scholarship very commonly said the Gospel of John had not been written until about 180 AD. Nämlich die deutschen Gelehrten haben behauptet, dass das Johannesevangelium nicht vor 180 nach Christus geschrieben worden wäre. And so finding a portion of the Gospel of John that dates to 60 years earlier sort of destroyed a lot of commentaries on the Gospel of John. So, als man dann so ein Stück gefunden hat, so ein Fragment gefunden hat vom Johannesevangelium, was mindestens 60 Jahre früher datiert, das hat doch einige Kommentierungen zum Johannesevangelium kaputt gemacht. Now, how much can a little fragment like this help us? Aber wie groß kann schon die Hilfe sein, die uns so ein winziges Fragment gibt? I mean, there's a very small number of words on this. Ich meine, da sind nur wirklich sehr wenige Worte drauf. I mean, even when you include what's on the back side. Selbst wenn man das mit einbezieht, was auf der Rückseite noch steht. There's no, major important variant that is addressed by this little fragment. Hier in diesem kleinen Fragment, da gibt es keine große, bedeutende Variante. But what it does tell us is that at the earliest period, the Gospel of John existed as the Gospel of John. Aber es zeigt uns ja schon in der allerfrühesten Zeit, dass Johannesevangelium existiert hat als Johannesevangelium. That the later full manuscripts of John that we have are directly related to this very, very early little fragment because they contain the same readings, same words. Und dass die aus späterer Zeit, die vollen Johannesevangelien, die kompletten, die wir haben, tatsächlich damit verwandt sind, denn sie beinhalten dieselben Worte wie hier. Now, you can probably not see it overly well, I'm sorry again, but in 2009 I debated Bart Ehrman,
who is probably the leading English-speaking critic of the New Testament in the world today. Ihr könnt das vielleicht nicht so besonders gut hier sehen auf dem kleinen Schirm, aber in 2009 habe ich debattiert mit Bart Ehrman, der führende englischsprachige Bibelkritiker ist zurzeit. And if you watch that debate and look at the tie that I was wearing, und wenn ihr euch diese Debatte anschaut und ihr guckt, welche Krawatte ich dort trage, my cravat is made up of P52. Meine Krawatte ist bedruckt mit diesem Papyrus P45. Fully readable. Ja, 52. Und es ist gut lesbar. Now, please do not worry. The original was not damaged in the making of my tie. Keine Sorge, das Original wurde nicht beschädigt, als meine Krawatte hergestellt wurde. But down here, during the debate, I gave Dr. Ehrman a copy of my P52 tie. Aber hier seht ihr, ich habe dann an einer Stelle Bart Ehrman eine Kopie meiner P52-Krawatte gegeben. I don't know what he's ever done with it. Ich weiß nicht, was er damit angestellt hat. I don't know if he wears it to class once in a while just to tell people about the weirdo that he debated back then. Ich weiß nicht, ob er die vielleicht ab und zu mal trägt, um Leuten zu erzählen, mit welchem komischen Typen er damals debattiert hat. Maybe he burned it. Vielleicht hat er es auch verbrannt. I don't know, Ich but weiß es nicht. I wanted to give him one anyway, so I did. Aber ich wollte ihm trotzdem eine geben, also habe ich es gemacht. Now, here's where I can get in trouble. So, jetzt könnte es wirklich kritisch werden. So, if you have any questions about what I'm about to say, Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt über das, was ich jetzt sagen werde, that guy back there and this guy here, they're the ones you ask the questions of, okay? dann fragt ihr bitte den Typ da hinten und den hier Nicht mich. und nicht mich. But this is P115. Now, you'll notice it looks like it's been shot with a shotgun. Und hier haben wir nämlich P115, Papyrus 115. Und ihr seht, es sieht so aus, als hätte man da mit einer Shotgun drauf geschossen. Oh, you say shotgun? You got that from us. I think we may have designed that. I'm not sure. Anyway, this gives you an idea of how fragmentary some of our manuscripts that go back that far really are. Also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie tatsächlich fragmentarisch einige der Manuskripte sind, die wir haben aus dieser Zeit. I mean, the majority of that page is missing. Ich meine, der Großteil der Seite fehlt. But if that causes you to think badly of the early papyri, Aber wenn das bei euch dazu führt, dass ihr schlecht denkt von diesen frühen Papyri, how good are you going to look 2,000 years from now? ja, wie gut werdet ihr wohl noch aussehen in 2000 Jahren? We'll see how you're doing. Yeah. Das Okay. werden wir dann mal sehen. So this is one of only 2 papyri we have of one particular book of the New Testament. Das ist eines von nur 2 Papyri, die wir haben, von einem bestimmten Buch des Neuen Testaments. Guess which book of the New Testament we have the fewest manuscripts of? Ratet mal, von welchem Buch des Neuen Testaments haben wir wohl die wenigsten Manuskripte? You can actually respond. Ihr dürft tatsächlich auch antworten. That's a real small book, he said 3 John. Yes. But no, Ja, 3. Johannes? Nein, das ist es nicht. it's Gospel of John is the one we have the earliest and greatest number of manuscripts of. Na, vom Evangelium Johannes haben wir sogar die meisten und frühesten. Can I say it? Ah, very good. The book Die of Offenbarung. Revelation. The book of Revelation. Why might that be? Think about it for a second. Woran könnte das wohl liegen, dass wir gerade von diesem Buch am wenigsten haben? Denkt mal nach. The reason probably is because the book of Revelation fought for inclusion in the New Testament canon. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Buch der Offenbarung quasi kämpfen musste, um Teil der Schrift zu werden. Which is a good thing. Und das ist eine gute Sache. It's good that the church in the early years was exercising discernment. Es ist gut, dass die Kirche auch in den frühen Jahren schon sehr, sehr sorgfältig diese Dinge anging. I don't think it would be a good thing if the church was going, you know, we don't have quite enough books with 10-headed monsters in them. Could we come up with some more? Ich denke, es wäre nicht gut, wenn die Kirche damals gesagt hätte, irgendwie haben wir noch nicht genug Bücher im Neuen Testament, wo 10-köpfige Monster vorkommen. Vielleicht sollten wir noch mal ein paar hinzufügen. I think more of the English speakers laughed than the German speakers.
Ja, Germans don't laugh so much. I know, I realize that. That's why they make good Reformed Baptists. Ja, I know. So, weil wir Deutschen nicht so viel lachen, sind wir sehr gute reformierte Baptisten. Immer schön ernst. I mean, you know a Reformed Baptist congregation is going charismatic when someone goes, Amen. Ja, man erkennt daran, dass reformierte Baptisten, eine Gemeinde charismatisch wird, wenn plötzlich einer Amen sagt. But it's worse in Zambia. Aber es ist noch viel schlimmer in Sambia. Oh my, you all know that Vodi Balcom is ministering in Zambia, right? Ihr wisst vielleicht alle, dass Vodi Balcom in Sambia dient. So Vodi had me come in to do their scholars lecture series or whatever it was back in, when was I there? I'm getting old. It was sometime this year. Irgendwann in diesem Jahr hat Vodi mich da eingeladen nach Sambia, um dort zu lehren. And I got to preach at a church there in Zambia. Und ich habe dort in Sambia in einer Kirche gepredigt. No matter what I did, Es war völlig egal, was ich getan habe. they just sat there like stones. Sie saßen einfach da wie Steine. It's almost a cultural thing. You will not get me to respond to anything you say. Ja, das scheint so in ihrer Kultur zu liegen. Du wirst es nicht schaffen, dass ich irgendwie reagiere auf das, was du sagst. I dare you to try. Versuch's ruhig. And I couldn't. Oh man. Und ich habe es it nicht was- geschafft. You just had to press on and hope you were doing something good. Anyway, this is P115, which is from the 13th chapter of the book of Revelation. Das ist also aus dem 13. Kapitel des Buch der Offenbarung, der Papyrus 115. Now, what's in the 13th chapter of the book of Revelation? Was ist im 13. Kapitel der Offenbarung? Some of you who are really into eschatology might know this. Einige von euch, die so richtig an Eschatologie interessiert sind, an der Endzeitlehre, ja, die wissen das vielleicht. But it talks about the beast and it gives the number of the beast, doesn't it? Es spricht über das Tier und es gibt auch die Zahl des Tieres an. Here, I just blew up the one section. Thankfully, we have that one part that gives us the number of the beast in this manuscript. Und tatsächlich haben wir in diesem Manuskript die Zahl des Tieres. Now, everybody knows the number of the beast, right? Und jeder kennt doch die Zahl des Tieres, nicht wahr? What is it? Was ist es denn? 666. What's interesting, and this is what you get to ask them about and not me, Und was das Interessante ist, und das sollt ihr jetzt hier die beiden fragen und bloß nicht mich, is both of the early papyri of Revelation ist, dass beide dieser frühen Papyri der Offenbarung do not say 666. nicht 666 haben. They say 616. Sie sagen 616. Now, Dan Wallace has, I think, maybe cracked the mystery here. Ja, Dan Wallace hat vielleicht das Geheimnis hier gelöst, Because Dan Wallace says 666 is the number of the beast, Dan Wallace sagt, 666 ist die Zahl des Tieres. and 616 is the number of the neighbor of the beast. Oh, und 616 ist die Zahl des Nachbarn des Tieres. It was his joke, not mine. Das war sein Witz, nicht meiner. So whoever you identify as the beast based on 666, you got to sort of take this into consideration. Also wen immer ihr glaubt, der sei das Tier auf Grundlage dieser Nummer 666, vielleicht solltet ihr hierüber nochmal nachdenken. I know in the United States, every election cycle, somebody comes up with a way of identifying both of the major candidates with the number 666. Ich weiß, in den USA ist das so, immer wenn die Wahlen anstehen, wird irgendjemand kommen und sagen, dass beide der Kandidaten was mit 666 zu tun haben. Do you do that here too? Not really. Not so much. Not so much. It must be an American thing. We think very highly of ourselves that would be happening, right? Wir Amerikaner machen das gerne, wir denken immer, bei uns wird das alles Americans, those Americans, it's all they ever think about. This is another early manuscript called P72. Das ist ein weiteres sehr frühes Manuskript, P72, P72. P72. And you can sort of tell, here is the end of one book and the beginning of another book. You see the little doodads there.
it's very, very readable. Man kann das hier sehen, man sieht diese Verschnörkelungen da unten. Die eine Seite ist das Ende eines Buches und dann ist der Anfang des neuen Buches und das kann man sehr gut lesen. That's the end of 1 Peter and the beginning of 2 Peter. Das ist das Ende von 1. Petrus und der Anfang von 2. Petrus. This is the earliest manuscript we have of 1, 2 Peter and Jude. Das ist das früheste Manuskript, was wir haben von 1. und 2. Petrus und Judas. I saw this in 1993 when it was on display in Denver, Colorado. Ich sah das in Denver, Colorado im Jahr 1993, als es ausgestellt wurde. I almost got myself in trouble Ich hätte mich fast selbst in große Schwierigkeiten gebracht, because most people that were coming to this museum wanted to see the crowns and jewels and stuff like that. denn die meisten Besucher, die in dieses Museum kamen, die wollten irgendwie die Kronen sehen und die Juwelen und sowas. The Pope was in town. That's why this was on display. Der Papst war zur Zeit in der Stadt, deswegen wurde es überhaupt gezeigt. I didn't care about any of that stuff. Und mich haben all diese anderen Sachen überhaupt nicht interessiert. I just wanted to read this. Ich wollte einfach nur dies hier lesen. And so I'd be sitting there and I'm looking at it. Und dann saß ich da so und habe mir das so angeguckt. And my friend Rich Pierce was with me. Und mein Freund Rich Pierce war mit dabei. And so people would come up and they'd sort of look at it under the glass and they'd look at the description and then they'd ask Rich, is he reading that? Und dann kamen Leute und haben so geguckt, was ist das und was sagt die Beschreibung? Und dann haben sie Rich angeguckt und gefragt, liest der das gerade? And Rich would go, yeah, he's reading that. Und Rich hat dann gesagt, ja, der liest das gerade. And they'd go, look at this, Ralph. This man's reading this ancient manuscript. Und dann hat er so gerufen, schau mal, Ralph, dieser Mann liest dieses alte Manuskript. And so all these people start gathering around. The security guards are doing this number like this, you know. Und dann kamen die ganzen Leute und haben geguckt und die Sicherheitsleute haben auch kritisch geschaut. And so Rich would drag me off to go look at the crown or tiara or something for a few seconds. Und dann hat Rich mich weggezogen, damit wir uns mal für so ein paar Sekunden And then die I'd come straight Krone back. anschauen. Und dann kam ich zurück. And one of the reasons I would come straight back is if this is 2 Peter chapter 1, Und der Grund, weshalb ich da das unbedingt wieder anschauen wollte, ist, wenn das da 2. Petrus 1 ist, you know that 2 Peter, well, you should know that 2 Peter 1:1 contains something called a Granville-Sharp construction. dann wisst ihr vielleicht, wäre es jedenfalls gut, wenn ihr das jetzt wisst, dass 2. Petrus 1, Vers 1 etwas beinhaltet, was man eine Granville-Sharp Konstruktion, wie heißt das in Deutsch, eine Konstruktion nennt. You added something there. I caught you, and it's okay. I'll let you do that. And it was a good add too. Very good. Basically, 2 Peter 1:1 identifies Jesus as our great God and Savior. 2. Petrus 1, Vers 1 identifiziert Jesus als unseren großen Gott und Retter. Where both the words God and Savior are being used of one person, Jesus. Und beide Worte, Gott und Retter, werden für eine Person gebraucht, nämlich Jesus. Now, if you remember the Da Vinci Code from about 10 years ago, Wenn ihr euch an den Da Vinci Code erinnert, so von vor 10 Jahren oder wann das war, was the book popular over here like it was in the U.S.? war das Buch ja auch bekannt wie in den USA. Okay. The story of that book was that Constantine had developed the idea of the deity of Christ. Und in diesem Buch ging die Geschichte darum, dass es Konstantin gewesen sein soll, der die Idee entwickelt hat, dass Jesus Gott gewesen sei. But here's a manuscript that was written 145 years before the Council of Nicaea. Aber hier wäre ein Manuskript, das 145 Jahre vor dem Konzil von Nicäa geschrieben wurde That identifies Jesus as God. und das Jesus als Gott identifiziert. So much for the Da Vinci Code. Jetzt wisst ihr, was ihr halten könnt von dem Da Vinci Code. Didn't keep Dan Brown from making millions of dollars off of it, however. Hat Dan Brown leider nicht davon abgehalten, Millionen von Dollar damit zu machen. And he's probably still enjoying that even now. Ja, und er freut sich wahrscheinlich immer noch daran. Now, this is a little bit of a small picture, but this is P75. Dies ist ein recht kleines Bild, aber das ist P75. It is a Gospels manuscript, so it originally contained Matthew, Mark, Luke, and John. Das ist ein Evangeliumsmanuskript. Das hat also ursprünglich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes beinhaltet. It is simply the most consistently written and accurate Gospels manuscript that we possess. Es ist das akkurateste und am konsistentesten geschriebene Manuskript der Evangelien, das wir haben. This guy, how do you put this?
This guy was real big on accuracy. Der Typ, der das hier kopiert hat, der hat sich wirklich Mühe gegeben, das ganz akkurat zu machen. And in fact, it looks like the way he did it is he copied letter by letter, not word by word or phrase by Und phrase. tatsächlich scheint es so, dass er das so kopiert hat, dass er tatsächlich Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben hat und nicht Wort für Wort oder Satz für Satz. Because when you do Wort für Wort and Satz für Satz, you can sometimes have memory issues where your memory will change something before it gets written down. Denn wenn man Wort für Wort oder Satz für Satz macht, dann kann es sein, dass man manchmal Schwierigkeiten kriegt mit seinem Gedächtnis und man vergisst etwas, bevor man es hingeschrieben hat. Now, obviously, it's a whole lot faster to do a phrase by phrase transcription than it is letter by letter. Natürlich geht das viel schneller, wenn man Satz für Satz übersetzt, als wenn man Buchstabe für Buchstabe abschreibt, als wenn man Buchstabe für Buchstabe abschreibt. But if you want super accuracy, that would be the way to do it. Aber wenn du wirklich extrem akkurat sein willst, dann muss man das so tun. We know that this manuscript is in the direct lineage and relationship to another major manuscript I'll show you in a few minutes, and I'll try to remember to mention that to you. Wir wissen, dass dieses Manuskript in direkter Linie steht zu einem anderen sehr wichtigen Manuskript, was ich euch später zeigen will. Now, I really wish we could see this one. This is P66. Und das hier ist P66, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. And what I like about this is that instead of just seeing a page, you actually see what the book used to look like. Und was ich daran so mag, ist, dass man, anstatt dass man nur irgendwie eine Seite sieht, kann man sogar sehen, wie das Buch aussah. Because you can see how papyri would be damaged over time, basically at the lower edge of the page, away from the spine, and then up toward the top as well. Denn meist ist es so, dass wenn die so nach und nach halt beschädigt wurden, ja, dass das dann unten passiert ist, an der Unterseite und auch von der Oberseite her. Now, the scribe of P66 wasn't like the scribe of P75. Der Schreiber der Kopist hier von P66 war leider nicht so wie der Schreiber von P75. He was more concerned about how pretty his book looked than how accurate it was. Ihm ging es mehr darum, wie schön sein Buch aussieht, als dass es wirklich akkurat ist. So he did phrase by phrase rather than letter by letter. Also er hat nicht Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben, sondern wirklich Satz für Satz. So on that level, it's not as accurate as P75, but it's still very important. Es ist deswegen nicht so genau wie P75, aber es ist trotzdem sehr wichtig. And that's actually John 1:1, the beginning of the Gospel of John right here. Und hier ist Johannes 1, Vers 1, der Beginn des Johannesevangeliums. So there's, in the beginning was the Word, another refutation of Dan Brown and the Da Vinci Code. Hier steht nämlich, am Anfang war das Wort, ein weiterer Schlag gegen Dan Brown und seinen Da Vinci Code. Now, if you ever get a chance to take a flight up to Dublin, Wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, nach Dublin zu fliegen, go visit the Chester Beatty Library in Dublin. geht dorthin und besichtigt die Chester Beatty. Ja, Chester Beatty Bibliothek in Dublin. You've been there? Okay. Du warst da? Whenever I see someone going, I know they've been there. Ja, wenn einer dann so macht, weiß ich, okay, der ist da schon gewesen. This is a manuscript P46. Das ist Manuskript P46. When I was there, it was on display. I think it normally is. Als ich da war, wurde das gerade ausgestellt. Ich glaube, es wird normalerweise ausgestellt. And once again, I almost got in trouble there too. Und auch da habe ich mich fast in Schwierigkeiten gebracht. I got to show you what happened. Ich zeige euch mal, was passiert ist. They have them under very dim light because you don't want to destroy the papyrus. Diese Papyri liegen unter sehr gedämpftem Licht, weil man die Papyri natürlich nicht beschädigen will durch das Licht. And so it was really hard to read. Deswegen war es sehr schwer, das zu lesen. And of course, even if you have taken Greek in seminary, Und selbst wenn man im Seminar Griechisch hatte, it's very hard to read these ancient papyri. es ist dennoch sehr schwierig, diese antiken Papyri zu lesen. Because what you're taught to read today is called minuscule text. Denn was man heute beigebracht bekommt, ist der Minuskultext. Because it's it's capital letters and small letters with spaces between words and punctuation. Und der besteht aus großen und kleinen Buchstaben mit Satzzeichen und Leerzeichen. For the first 900 years of the history of the New Testament, Aber die ersten 900 Jahre der Geschichte des Neuen Testamentes lang they used majuscule text, haben sie, what's the German word?
ja, Majuskel gebraucht. All capital letters, no spaces between words, and almost no punctuation. Und das heißt, das waren alles Großbuchstaben, ohne Leerzeichen und so gut wie gar keine Satzzeichen. So it's pretty much a long string of capital letters. Es ist also einfach nur eine lange Linie von Großbuchstaben. It's not easy to read. Das ist nicht gerade einfach zu lesen. And even more so under dim light. Und noch schwieriger unter gedämpftem Licht. And so the pages were at an angle like this with the dim light up above them. Und diese Papyri waren so in so einem Winkel ungefähr, ja, mit dem gedämpften Licht über ihnen. So I got the bright idea, well, then the light's going to reflect off at a certain angle, and so it'd probably be easy to read down here. Und ich dachte dann, naja, dann wird das Licht wohl in einem bestimmten Winkel wieder reflektiert. Und wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich von hier unten lese. Ja, es ist gut. Ja, und das, Ja, I can read it. ja, und dann konnte er es lesen. And right then I hear a voice behind me. What are you doing? Und in dem Moment höre ich eine Stimme hinter mir. Was tun Sie da? And it was a security guard. Und es war ein Sicherheitsmann. I can just see what happened. Ich kann mir genau vorstellen, was passiert, oder ich kann auch sehen, was passiert. Picture this in your mind. Stellt euch das mal vor. There's the security people up in their booth, Da sind diese Sicherheitsleute and they're watching with their closed circuit cameras, und sie sehen da mit ihren Kameras, and they see me get down on my knees, wie sich da einer hinkniet and they said to each other, und die sagen sich so gegenseitig, oh nein. the Christians are worshiping the manuscripts again. Die Christen beten wieder das Manuskript an. Hey, Bob, you want to go get rid of the Christians that are worshiping the manuscripts again? Yeah, okay. So we weren't, but it was easier to read. Ich habe das nicht angebetet, aber es war einfacher zu lesen. And this very page was one of the pages that was on display. But what's interesting is that P46 contains Paul's writings. Das war eine der Seiten, die dort gezeigt wurde. Das Interessante ist aber, dass P46 Teile von Paulus enthält. It is by far the earliest manuscript collection we have of the Pauline epistles. Das ist mit Abstand die älteste Sammlung der paulinischen Briefe, die wir haben. Now, I've come all the way over here from America. Ich bin also jetzt den ganzen Weg hierher gekommen von den USA. And so I really hope that my dear German brothers and sisters will be kind to me. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass meine lieben deutschen Brüder und Schwestern freundlich zu mir sein werden. I wore my pulley of many colors. Ich habe meinen farbenfrohen Pullover getragen, nur für euch. But here's what happens. Aber das geschieht. I ask all of my audiences when I show them P46 the same question. Ist immer so, jedes Mal frage ich meine Zuhörer, wenn ich P46 zeige, immer dieselbe Frage. Eine Frage bitte. Eine Frage nur. That's what I said. Yeah. Think about it. If these are the Pauline epistles, what immediately pops into your mind? What question pops into your mind? Denk mal dran, wenn das hier die paulinischen Briefe sind, welche Frage kommt euch da in den Sinn? Does it contain the book of Hebrews? Ist der Brief an die Hebräer Teil davon? Because that's the big question, right? Did Paul write Hebrews? Did Paul not write Hebrews? Das ist doch die große Frage. Hat Paulus den Hebräerbrief geschrieben oder nicht? So does the earliest collection of Paul's writings include Hebrews in it? Hat also die früheste Sammlung der paulinischen Schreiben, hat sie den Hebräerbrief? And so here's what happens. I ask the audience to vote. Und ich frage dann immer die Leute, dass sie abstimmen sollen. And here's what happens, and it hurts me every time. Und es geschieht immer das Folgende, und das tut mir jedes Mal weh. At least half of the people will just sit there like this. Mindestens die Hälfte der Leute wird einfach nur so da sitzen. You can't make me vote. Du kannst nicht dafür sorgen, dass ich hier As long as I don't vote, I can't be wrong. Und wenn ich nicht abstimme, kann ich auch nicht falsch liegen. And you'll mock me if I'm wrong. Wenn ich falsch liege, dann wirst du dich über mich lustig machen. Which I've never done. Ja, aber das habe ich noch nie getan. I have never gone, ha, you were wrong. Ja, ich habe noch nie gemacht, haha, du hast falsch gelegen. I would not do that. Ich würde das nicht tun. So you all are going to participate fully, right? Und deswegen werdet ihr doch bitte jetzt alle teilnehmen.
You're not going to hurt me and disrespect me now? Ich werde mich doch jetzt nicht verletzen und mich nicht respektieren. Okay, so Gut. how many of you think that P46 contains the book of Hebrews? Wie viele von euch denken, dass P46 das Buch Hebräer beinhaltet? All right. Now, how many of you think it doesn't contain the book of Wie viele von euch Hebrews? denken, dass es das nicht beinhaltet? You. Du. I saw how many of you didn't vote? Wie viele von euch haben nicht abgestimmt? Yeah, let's see. Okay. All right, it does contain the book of Hebrews. Es beinhaltet das, den Hebräerbrief. It's right after Romans. Und zwar genau nach dem Römerbrief. And all that tells you is that someone around the year 175 to 200 believed that Paul was the author of the book of Hebrews. Was wir daraus mitnehmen können, ist, dass irgendjemand in der Zeit zwischen 175 und 200 nach Christus der Meinung war, dass der Hebräerbrief von Paulus kommt. Run out of time. I mentioned to you. I would show you this picture here. Go ahead. Ja, wir kriegen ein Problem mit der Zeit hier. Habe ich aber gesagt, ich wollte euch noch dieses eine Foto zeigen. I'm holding the fragment of P91, Ich halte hier das Fragment von P91, which is from the book of Acts. was aus der Apostelgeschichte ist. It's the one where 1/3 of it is at Macquarie State University in Sydney, Das ist das, von dem ein Drittel in einer Universität in Sydney ist. and then the other 2/3 are over in Italy. Und die anderen 2 Drittel sind in Italien. And it's probably because you can tell it was folded up, and so like when you fold paper, it becomes brittle along the place where you Und fold das it. liegt wahrscheinlich daran, denn wie ihr sehen könnt, wurde das irgendwann mal geknickt und wahrscheinlich ist es an dieser Knickstelle dann auseinandergegangen. Now, really quickly, So ganz schnell noch. let me see if I can bring this up. All right. The Christian church becomes a legal religion in Rome in the year 313. Im Jahre 313 wird die christliche Kirche eine legale, erlaubte Kirche im Römischen Reich. The vast majority of persecution by the Roman Empire ends at that time. Die größte Verfolgung durch das römische Imperium endet zu dieser Zeit. And so once that happens, then the church can use professional copyists to produce manuscripts. Und nachdem das geschehen war, kann die Kirche sich nun professioneller Schreiber bedienen, um die Manuskripte abzuschreiben, zu kopieren. And so you've probably heard of Codex Sinaiticus. Vielleicht habt ihr schon mal vom Codex Sinaiticus gehört? This doesn't do you any good because you're too far away, but the regularity of printing is astonishing. It's beautiful. Vielleicht könnt ihr das erkennen, dass wie regelmäßig hier das geschrieben ist. Ja, es ist einfach wundervoll. Not only that, but you get to use parchment instead of papyrus. Und nicht nur das, man hat jetzt auch nicht mehr Papyrus, sondern what is Parchment? Parchment is animal skin. Sondern man schreibt jetzt auf Tierhäuten. It's a very high quality, beautiful writing material. Es ist ein sehr qualitativ hochwertiges, schönes Schreibmaterial. It costs money. Es ist aber ziemlich teuer. And it also lasts a long time, which is very helpful as well. Aber dafür ist es auch sehr, sehr, sehr haltbar, was sehr wichtig ist. And so the major manuscripts, such as Sinaiticus and then Codex Vaticanus, which is right there, So, sowohl Codex Sinaiticus als auch Codex Vaticanus, ein anderes hier, are produced in the early part of the 4th century. entstehen zu Beginn des 4. Jahrhunderts. And this is the one that we know is directly genealogically related to P75, that extremely accurate gospel manuscript we saw earlier. Und von dem wissen wir, dass es genealogisch direkt verwandt ist mit P45, was P75. P75, Right. das, was so akkurat war mit den Evangelien. Now, sadly, because I did not have my regular computer, I didn't get to show you P45. Leider, weil ich meinen normalen Rechner nicht dabei habe, konnte ich euch jetzt nicht P45 If it wasn't zeigen. so late, I'd pull up the fact that I have all of P45 on here in high resolution photography. Wenn es nicht so spät wäre, würde ich jetzt noch zeigen, dass ich hier alle Seiten von P45 in hoch aufgelöst habe. The reason is I'm doing my PhD, a PhD project in the relationship between that ancient manuscript P45 and CBGM. Und
Der Grund dafür ist, dass ich meine weitere Doktorarbeit mache mit einer Untersuchung dieser Verbindung zwischen von P45 mit dieser CBGM-Methode. Which is why I'm scheduled to come back through Germany in early February to visit our friends up in Münster. Deswegen werde ich im Februar wieder hier in Deutschland sein, um dann nach Münster zu gehen. Now, what does all this mean to you? Also warum ist das alles für euch jetzt relevant? I fully understand the frustration that is expressed by some believers when something like the Jude 5 Lord changing to Jesus thing takes place. Ich verstehe, warum einige Gläubige ja sehr frustriert darüber sind, wenn sie sehen, dass es so Änderungen gibt, wie zum Beispiel in Judas, Vers 5, wo dann aus Herr Jesus wird. Because in our mind, we have a revealed scripture from God that has been given to the church to give us guidance and understanding of God's will. Denn in unserem Kopf, da stellen wir uns das vor, es gibt eine Schrift von Gott offenbart, die der Kirche gegeben ist als Wegführung, als Weisung. And so we don't like the idea of footnotes or my version changing from 2016 to 2018. Und deswegen mögen wir nicht, dass es da irgendwelche Fußnoten gibt oder dass sich meine Version plötzlich ändert von 2016 bis 2018. But you have to remember that God has always dealt with his people in time. Aber ihr müsst daran denken, dass Gott immer in der Zeit mit seinem Volk gehandelt hat. God didn't just send down the Bible on a golden tablet and put it up on the top of a mountain someplace protected by a caste of priests. Gott hat nicht einfach die Bibel herabgesandt, irgendwie auf so goldenen Platten und hat sie auf einen Berg gestellt, beschützt von Priestern. If you want to get rid of all textual variants and questions, that would be the way to do it. Wenn ihr von allen Textvarianten und Fragen loskommen wollt, dann wäre das die einzige Möglichkeit, das so zu machen. But you can't have the gospel go into all the world that way. Aber so kann man es nicht hinbekommen, dass das Evangelium in alle Welt ausgeht. And it actually doesn't answer the real question. Und es beantwortet in Wirklichkeit auch gar nicht die wahre Frage. Because if you really do only have one final version up on a mountain someplace, Denn wenn man tatsächlich nur eine finale, richtige Fassung hat irgendwo auf einem Berg, how do you know what those people guarding it have been up to for the past 150 years? woher wollt ihr wissen, was die Leute, die darauf aufpassen, in den letzten 150 Jahren so getrieben haben? Your trust now becomes in the ones that are protecting that one final text. Euer Vertrauen muss sich dann beziehen auf diejenigen, die diesen Text bewachen. That's the problem that the Muslims have. Das ist genau das Problem, das die Moslems haben. There was a revision of the Quran under a man named Uthman. Unter einem Mann namens Uthman gab es eine Revision des Korans. And so, if he was successful, then you can only trace your authority back to Uthman and not before him. Und wenn er erfolgreich gewesen wäre, dann hätte man nur bis zu ihm das zurückverfolgen können und nichts, was vor ihm gewesen ist. That way actually decreases our confidence that we know what the original is over against the way that we have the New Testament. Aber diese Art, die sorgt sogar dafür, dass unser Vertrauen darin, dass wir wissen, was das Original sagt, ja sogar abnehmen muss. Let me just close with just one observation from CBGM. Lasst mich noch schließen mit einer Beobachtung aus dieser CBGM-Methode. One thing that CBGM has proven beyond a shadow of a doubt. I'm not sure how you say that strongly in German, but say it strongly in German. Gut. Also eine Sache, die CBGM wirklich bewiesen hat, und zwar ohne jeden Zweifel. It has proven that the manuscript tradition that we have of the New Testament, all those thousands of manuscripts, Ist, dass diese Manuskriptüberlieferungen, die wir haben vom Neuen Testament, all diese Tausenden von Manuskripten, have been proven by computer analysis to be telling the exact same story.
sind also jetzt bewiesen durch Computeranalyse, dass sie genau dieselbe Geschichte erzählen. I mean, the computer stops being overly concerned about relationships at about 88% identical agreement. Bei den Computern ist es so, wenn ungefähr 88% Übereinstimmungen sind, then they stop. The computer recognizes, it's hard to explain this, the computer recognizes that the manuscripts are so similar that it doesn't worry about once you get to the point of 88%. Ja, also der Computer weiß, dass sie so ähnlich sind, dass es quasi nicht mehr berücksichtigt, wenn irgendwo weniger als 88% Übereinstimmung ist. The computer goes, oh yeah, we know that you're going to agree. And that's 88% of the variance, not just simply the words. The words have been proven to be about 99.5% identical all the way across the manuscript tradition. Okay, also diese 88% bezieht sich nur auf die Textvarianten, die es gibt. Der Rest ist mehr als 99.5? Ja. Ja, 99,5% Übereinstimmung. So when skeptics try to say, well, we don't know what the New Testament originally said, Und wenn irgendwelche Skeptiker kommen und sagen, oh, man kann gar nicht wissen, was das Neue Testament ursprünglich mal gesagt hat, the CBGM computers come back and say, yes, we do. dann kommen die Computer von CBGM und sagen, doch, das können wir sehr wohl wissen. And the interesting thing is, even someone like Bart Ehrman, Und interessanterweise ist es selbst jemand wie Bart Ehrman, on the one hand, his popular books will say, we don't know what it originally said. sagt in seinen populären Büchern, in seinen Büchern so an die Allgemeinheit, wir wissen überhaupt nicht, was das Neue Testament mal gesagt hat. But his scholarly works are like, oh yeah, we're just playing around with a few variants. We know what it originally said. Aber die Bücher, die er schreibt für andere Gelehrte, da sagt er, ja, eigentlich geht es ja nur um ein paar wenige Varianten, wir wissen eigentlich ziemlich genau, was das Neue Testament sagte ursprünglich. But it is an exciting time, and I can guarantee you, if you hadn't heard of CBGM before tonight, Es ist eine interessante Zeit und ich kann euch garantieren, wenn ihr vor heute Abend noch nicht von CBGM gehört habt, once Mark and John come out and the Gospels are the subject of the analysis, you'll hear about it then. spätestens wenn Markus und Johannes rauskommen und es dann um die Evangelien geht, dann werdet ihr wieder davon hören. But you will be ready. Aber ihr werdet darauf vorbereitet sein. You are prepared Ihr seid vorbereitet, because you were here this evening. weil ihr heute Abend hier wart. How do we're not going to do questions, so we're just going to No questions tonight. just pray, close in Yeah. prayer. If you want to pray, I will pray at the end. I'll let you pray, so it's not just a back and forth thing. Okay, So, great. thank you very, very much for your attention. I appreciate it. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Thank you. Unser Herr, wir preisen dich dafür, dass du in so großer Weisheit dein Wort so bewahrt hast, wie es am besten war, wie es deinem Willen entsprach. Wir danken dir, dass wir nach Tausenden von Jahren immer noch dein Wort haben und dass wir genau wissen dürfen, was darin steht. Und wir bitten dich, Herr, dass das auch dazu führt, dass wir deinem Wort wirklich ganz vertrauen, dass wir auch ausgerüstet sind, wenn Menschen kommen und anzweifeln und angreifen, was dein Wort sagt, dass wir den festen Glauben haben dürfen, dass du tatsächlich dein Wort bewahrt hast und dass es heute nicht viel anderes sagt, als es immer schon gesagt hat. Wir preisen dich dafür, wir bitten, dass wir deinem Wort ganz vertrauen und dass wir nicht nur glauben, was dein Wort sagt, sondern dass wir uns wirklich damit beschäftigen, dass wir dein Wort lesen und dass wir danach tun, Herr. Denn alles Kopfwissen würde nichts bringen, wenn wir es nicht umsetzen in unserem Leben. Und dazu bitten wir um deine Gnade. Hab Dank für diesen Abend, hab Dank auch für die Speisen und Getränke, die jetzt noch bereitet sind. Wir beten um deinen Segen für den Verlauf des Abends, bitten, dass du alle Gäste und uns alle wieder gesund nach Hause führst und so es dein Wille ist und wir uns morgen Abend gesund wiedersehen dürfen. Alles beten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Dann vielen Dank.